Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem Webinar LKSG für kleine und mittlere Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, dass Sie heute eine Stunde mit uns und unseren lieben Partnern von Valentic, haben wir gerade gelernt, verbringen. Ich denke, dass für kleinere und mittlere Unternehmen wird das Jahr 2023 sehr im Zeichen der Vorbereitung auf die LKSG-Deadline dann im Jahr 2024 stehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Philipp Grittner, Consultant bei Valentic, und Natascha Stegmann, Junior Consultant von Valentic, und Miriam Jonas, Account Executive bei Prewave, begrüßen dürfen, die uns alles zum Thema LKSG für den Mittelstand erzählen werden. Und da niemand hier ist, um mich reden zu hören, würde ich die Bühne gleich an den Philipp übergeben und dann starten wir kurz und schmerzlos. Philipp, stage is yours. Wunderbar, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle da sind und Interesse am Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben. Um jetzt gar nicht lange viel Zeit zu vergeuden und große Einführungsreden zu halten, würde ich einmal ganz kurz für die vielleicht Valentic noch nicht kennen, auf uns eingehen, auf unser Unternehmen. Wir sind eine international agierende Logistik- und IT-Beratung mit Standorten hauptsächlich im Dachraum, also Fokus auch im Dachraum, aber auch Standorten beispielsweise in Indien und anderen Teilen Europas. Wir sind mittlerweile mehr als 3000 ExpertInnen, die unser Netzwerk füllen. Und sind auch relativ stolz darauf, dass wir eine relativ geringe Fluktuation haben und eine hohe Erfahrung auf den Projekten von unseren Kolleginnen, sodass wir den Kunden eben entsprechend auch das Know-how bereitstellen können, das es benötigt. Das spielt dann auch in das Thema Kundentreue rein, ein weiterer Punkt, auf den wir relativ stolz sind. Also unsere Kunden, die Sie auch hier einmal beispielhaft sehen, einen kleinen Auszug, die sich auch über alle Branchen und Segmente hinweg erstrecken, sind in den meisten Fällen sehr zufrieden mit uns und wir generieren daraus auch dann eben entsprechend eine langfristige Beziehung mit den Kunden. Im vergangenen Jahr konnten wir als Valentic insgesamt einen Umsatz von knapp 400 Millionen Euro generieren. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir auch sagen können, wir trauen uns zu, komplexe Themen, komplexe Fragestellungen über lange Ketten, beispielsweise die Lieferkette hinweg, anzugehen und auch zu beantworten. Aber sowas kann man natürlich nicht alleine machen, und deswegen freut es mich, dass wir hier mit Prewave zusammen sind, und würde jetzt einmal an die Miriam übergeben, dass sie kurz ein paar Worte zu Prewave erzählt. Ja, sehr gerne. Vielleicht kannst du auch gleich, genau, die nächste Folie. Vielleicht der ein oder andere, der sich wundert, warum ich da sitze und nicht mein Kollege Jonas, vielleicht da kurz noch eine Aufklärung. Der ist krankheitsbedingt ausgefallen, und nachdem ich das SME-Thema auch übernommen habe, freut es mich umso mehr, dass ich heute dabei sein darf und auch ein bisschen Prewave vorstellen kann. Wie man es auch so schön hört an meinem Dialekt, wir sind ein Unternehmen aus Österreich, wir haben unseren Sitz in Wien und wurden auch in Wien gegründet. Das Ganze war 2017 der Fall als ein TU-Spin-Off. Das Ganze basiert auf einer Doktorarbeit von Lisa Smith, einer der beiden Gründerinnen und Gründer aus dem Jahre 2012. Wir sind mittlerweile auch sehr stark gewachsen. Wir haben jetzt mittlerweile 85 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Abteilungen mit dabei und hatten auch letztes Jahr im Herbst eine Series A-Funding von knapp 11 Millionen, also auch darauf sind wir recht stolz. Wir haben mittlerweile über 450.000 Lieferanten in unserem System, die wir laufend monitoren und überwachen und so einfach laufende Informationen für unsere Kunden auch liefern. Unsere Kunden sind wirklich aus allen möglichen Sparten und Größen auch unterwegs. Das heißt, wir sind natürlich auch im Automobilbereich unterwegs, aber auch im Consumer-Bereich, Food and Beverage-Bereich und dergleichen. Also für uns ist da der Bezug eigentlich relativ breit, und wir können somit eigentlich jedem Kunden auch zusammenarbeiten. Und jetzt wird das Thema natürlich auch LKSG-technisch für mittelständische Betriebe dann auch interessant. Genau.
Genau, und das führt mich auch zur nächsten Folie. Wir hatten jetzt 2022 ein sehr intensives Jahr mit unseren Kunden, die wir geonboardet haben und auch immer noch onboarden. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können das letzte Jahr bezüglich LKSG, der BAFA, Handreiche und dergleichen. Was muss gemacht werden, auf was muss man achten, was darf man ja nicht unterschätzen, und haben einfach da eine schöne Grundlage gelegt und können uns jetzt wirklich dieses Jahr aufs Onboarding dieser Kunden auch fokussieren, beziehungsweise umso mehr Service einfach bieten für Kunden oder beziehungsweise Unternehmen, die sich aufs nächste Jahr auch vorbereiten. Also die quasi nicht dieses Jahr reportpflichtig dann werden, sondern quasi erst nächstes Jahr wirklich durchstarten müssen. Aber das bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung und dafür stehen wir jetzt einfach auch zur Verfügung. Und dafür ist auch das Webinar heute da. Genau, und dann darf ich wieder übernehmen und in den inhaltlichen Teil einsteigen unseres Webinars. Die Miriam hat es gerade schon gesagt, das Thema Lieferkettengesetz wird speziell ab Januar 2024 für eine große Anzahl Unternehmen extrem relevant und vor allem kleinere Unternehmen, also größer als 1000 Mitarbeitende, wo vielleicht auch nicht immer diese Größe vorhanden ist, um eigene Teams für für die Erfüllung des Lieferkettengesetzes bereitzuhalten, wo teilweise ein pragmatischer Ansatz gefragt ist. Und für diesen Fall oder für dieses Thema haben wir ein Phasenmodell aufgebaut, entwickelt, das auch heute als Orientierung für dieses Webinar und Rahmenwerk so ein bisschen gelten soll. Hintergrund des Ganzen ist die gesetzliche Grundlage, die vom Gesetzgeber geschaffen wurde. Das heißt, alle Inhalte basieren auf dem Gesetz. Und wir haben eben mal so diesen Prozess versucht abzubilden, weil wir auch in Gesprächen mit Kunden immer wieder gemerkt haben, es besteht eine gewisse Unsicherheit darin, welche Schritte muss ich konkret gehen? Was muss ich wirklich machen? Wann muss ich was vielleicht auch machen? Und welche Themen sind vielleicht optional und kann ich machen, wenn ich vielleicht wieder mehr Zeit dazu habe? Und so haben wir das Ganze aufgebaut. Das heißt, wir starten mit einem Risikomanagement ganz initial, das die Basis und den Rahmen im Endeffekt schafft für die Einhaltung des Lieferkettengesetzes, kommen dann zum Thema Risikoanalyse, einmal abstrakt, einmal konkret, wo dann auch Previv den starken Part eben mit einbringen wird, was wir auch nachher noch hören werden. Genauso beim Thema Beschwerdeverfahren und dann auch Risikopriorisierung. Das heißt, die Risiken, die dann entsprechend rauskommen, müssen natürlich geclustert werden. Nicht alle sind von gleicher Bedeutung. Und am Schluss kommt man nicht drum herum, diese Risiken, die aufgetreten sind, entweder zu beheben oder, wenn man, ein Gefühl dafür hat, wo ein Risiko bestehen könnte, Präventionsmaßnahmen einzuleiten, damit dieses Risiko sich gar nicht erst in die Realität umsetzt. Grundlage oder begleitet, besser gesagt, wird das Ganze, unten sehen Sie es, von den Standardthemen, die Sie auch sicherlich aus anderen Projekten und anderen Vorgehensweisen kennen. Das heißt, es braucht eine ordentliche Dokumentation des Ganzen, die dann auch revisionssicher im Endeffekt ist, eine Kommunikation sowohl nach innen als nach außen und ein ganzheitliches Risikomonitoring. Im ersten Schritt wollen wir jetzt mal auf das Thema Risikomanagement eingehen. Grundsätzlich bietet hier das Gesetz eben ein schönes Rahmenwerk, an dem man sich festhalten kann und orientieren kann, um mal die ersten Schritte im Bereich des Lieferkettengesetzes zu gehen. Einige Sachen, die Sie jetzt auf dieser Seite sehen, werden Sie vielleicht sagen, haben wir schon lange oder machen wir gerade. Das werden vielleicht hauptsächlich die Themen Grundsatzerklärung und Code of Conduct sein. Das sind Themen, die heute schon relativ gängig sind, die auch im Rahmen eines ESG-Reportings gerne angewendet werden, um eben einerseits die Haltung des Unternehmens zu zeigen, andererseits aber auch seine Lieferanten, Mitarbeitenden oder andere Stakeholder entsprechend der eigenen Werte zu verpflichten im Endeffekt. Was vielleicht ein bisschen neueres Thema dann ist im Rahmen des Lieferkettengesetzes, ist der oder die Menschenrechtsbeauftragte. Das heißt, es muss eine Person benannt werden, die als Verantwortliche im Endeffekt dieses ganze Risikomanagement überwacht
und dafür sorgt, dass die menschenrechtlichen, ökologischen Anforderungen des Gesetzes auch eingehalten werden in einer angemessenen Art und Weise. Und der letzte Punkt, hatte ich gerade auch schon angesprochen, ist das Thema Dokumentation. Das heißt, alles muss revisionssicher und rechtssicher natürlich auch dokumentiert werden. Hier gibt es vom Gesetzgeber auch Vorgaben, wie das eben verlaufen muss. So muss diese Dokumentation auch fortlaufend nachgehalten werden, natürlich auch dann rückblickend über die letzten Jahre, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, da dann noch eben die Dokumentation zu haben, was war denn vielleicht mal ein Risiko oder was könnte in Zukunft mal wieder ein Risiko werden. Das also die grundsätzliche Basis für das Aufsetzen eines Risikomanagements. Und jetzt vielleicht etwas mehr ins Detail zu gehen. Wir sehen das immer, und das werden Sie vielleicht auch aus anderen Bereichen kennen, dieses Zusammenspiel aus Prozessen, Technologie und Organisation. Und anders ist es auch nicht beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Auch hier müssen diese drei Bereiche ineinander greifen. Viele von Ihnen haben vielleicht auch schon Risikomanagementsysteme im Einsatz, sei es beispielsweise für den Einkauf, sei es für Exporte in bestimmte Länder, um hier zu überwachen, dass man keine gesetzlichen Regelungen verletzt. In dieses bestehende Risikomanagement muss nicht ersetzt werden und jetzt ein komplett neues implementiert werden. Es ist aber wichtig zu wissen, welche Prozesse sind in diesem Risikomanagement aktuell hinterlegt, um dann zu sehen, kann ich die Prozesse, die fürs Lieferkettengesetz relevant sind, da andocken und entsprechend einen größeren Mehrwert schaffen im Rahmen des Risikomanagements. Gleichzeitig heißt es dann aber auch zu gucken, okay, vielleicht sind einfach die Prozesse, die wir bisher hatten, nicht ausreichend dafür, um unsere Lieferanten entsprechend ihrer menschenrechtlichen Vorsorgepflicht zu tracken. Vielleicht schauen wir noch nicht so tief in die Kette rein, wie es notwendig ist, und müssen dahingehend dann entsprechend unsere Prozesse auch anpassen. Wo ich dann zum zweiten Punkt komme, der Technologie. Das heißt, klar könnte man natürlich das Ganze versuchen, irgendwie mit Excel oder mit PowerPoint abzubilden. Ich denke aber, da wird man relativ zeitnah scheitern. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass es eine ganzheitliche Lösung braucht, um dieses Risikomanagement und dann auch nachfolgend Risikoanalyse, Risikopriorisierung und die Maßnahmenbegleitung ganzheitlich zu begleiten. Und hier ist natürlich der Einsatz von beispielsweise FreeWave, also als einer SaaS-Applikation, super, weil man eben die bestehenden und etablierten Prozesse, die in der Technologie bestehen, nutzen kann, in die eigene System- und IT-Landschaft integrieren kann und so einen direkten Mehrwert schafft, ohne jetzt wieder einen neuen Prozess über Excel oder sonstige Wege zu schaffen, sondern hier einen automatisierten Prozess hinzubekommen, der einem direkt ein Alerting liefert, wenn in einem meiner Lieferantenbereiche oder Branchen oder Commodities ein Problem vorherrscht, das ich näher eingehen muss, wo ich dann wieder tiefer ins Detail gehen möchte. Und der letzte Punkt, einer vielleicht der wichtigste, um das Thema auch wirklich im Unternehmen zu verankern und auch nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes zu gestalten, ist das Thema Organisationsstruktur. Das heißt, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen. Ich hatte es vorher schon gesagt, es braucht einen Menschenrechtsbeauftragten. Darüber hinaus braucht es aber noch mehr. Das heißt, es muss dieses Verständnis, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist, Lieferkettengesetz nicht etwas ist, was ein Add-on ist oder was vielleicht ein Zusatz ist, den man anbieten kann, sondern muss ein elementarer Bestandteil werden, ganz einfach und allein, weil es im Gesetz schon so verankert ist. Und wir, glaube ich, sind alle auch der Überzeugung, dass es in Zukunft noch strengere Regelungen in diesem Bereich geben wird. Wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, das EU-Lieferkettengesetz, das potenziell noch kommt. Das heißt, hier diesen Sense of Urgency auch in der eigenen Organisation zu schaffen, ist extrem wichtig, damit auch alle entsprechend auch an einem Strang ziehen können.
Das jetzt mal in aller Kürze zum Risikomanagement. Und wir würden jetzt zum Bereich der Risikoanalyse kommen, wo ich gerne an meine Kollegin Natascha Stegmann übergeben würde, die eine kurze Einführung dahin gibt. Und dann würden wir natürlich auch ins Thema Pre-Wave springen später. Dankeschön. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Schritt im Phasenmodell. Und zwar geht es darum, wie die Risiken und Verletzungen in der Lieferkette des Unternehmens identifiziert werden können. Und zum einen ist das Unternehmen da verpflichtet, eine Risikoanalyse auf 2 Ebenen, abstrakt und konkret, zu machen. Und zum anderen ist die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens verpflichtend. Gehen wir zunächst mal auf das Beschwerdeverfahren ein und mögliche Quellen hier. Das Unternehmen hat die Pflicht, wenn es unter das LKSG fällt, eine Beschwerdestelle einzurichten, die entlang der gesamten Lieferkette öffentlich zugänglich ist und auch anonym ist. Das heißt, Personen können sich anonym mit potenziellen Menschenrechtsverletzungen, wie beispielsweise Kinderarbeit oder auch unzureichende Sicherheit am Arbeitsplatz, an diese Beschwerdestelle wenden. Eine weitere Quelle kann dann die Risikoanalyse sein, auf die werden wir dann gleich nochmal eingehen, genauer. Handlungsbedarf besteht aber auch, wenn öffentliche Hinweise eintreffen oder etwas allgemein bekannt ist. Also wenn es in den Nachrichten behandelt wird oder beispielsweise NGOs Hinweise geben. Wie sieht es dann konkret aus, wenn eine Verletzung eingestellt wird? Nehmen wir an, wir haben eine Verletzung bei einem Lieferanten, beispielsweise die Versammlungsfreiheit wird verletzt. Dann kann hier eine Verletzung eingestellt werden. Das kann auch über Pre-Wave abgedeckt werden. Und das Unternehmen erlangt dann Kenntnis darüber. Notwendig ist dann ein Maßnahmenplan im Unternehmen, wie die Verletzung eingestellt werden kann. Dann ist die Kollaboration mit dem Lieferanten notwendig. Also wie kann das minimiert werden oder auch komplett beseitigt werden. Das ist dann der Best Case. Dann kann die Geschäftsbeziehung weitergeführt werden. Wenn allerdings keine Reaktion oder keine Handlung vom Lieferanten kommt, muss die Geschäftsbeziehung zunächst pausiert werden und je nach Art und Schwere der Verletzung muss dann auch die Geschäftsbeziehung abgebrochen werden. So viel zu dem Beschwerdeverfahren. Dann schauen wir uns als nächstes noch die Risikoanalyse an. Da handelt es sich um 3 Phasen, die den Betrachtungsfokus immer weiter reduzieren. Ausgegangen wird von der abstrakten Risikoanalyse, bei der alle Lieferanten hinsichtlich ihres Risikopotenzials überprüft werden. Das wird im Pre-Wave übergeordnet auf Basis der Warengruppe und des Landes des Lieferanten gemacht. Also das heißt, jeder Lieferant erhält einen Risikoscore, basierend auf der Warengruppe, die er liefert und dem Land, in dem er sich befindet. Und Ziel ist es hier, alle Lieferanten einzugrenzen, auf die risikobehaftet sind. Damit geht es dann in den zweiten Schritt, in die konkrete Risikoanalyse. Da werden alle risikoreichen Lieferanten nochmal konkret überprüft auf Hinweise, auf Probleme und Risiken über Webcrawling in Pre-Wave. Und im letzten Schritt geht es dann nochmal darum, bei starken Hinweisen mit Fragebögen auf die entsprechenden Lieferanten zuzugehen. Und diese Verteilung von Fragebögen kann auch über Pre-Wave geschehen. Und der Aufbau der Fragebögen und auch das Organisatorische kann von Valentic unterstützt werden. Diese Verteilung von Fragebögen ist schon eigentlich eine präventive Maßnahme, worauf wir später auch nochmal eingehen werden. Aber es geht eben auch in den Risikoscore des einzelnen Lieferanten mit rein. Das war jetzt mal ein kurzer Überblick für die Theorie der Risikoanalyse.
Wie das dann konkret in Prewave aussieht, zeigt jetzt die Miriam. Genau. Genau, und so schaut es jetzt praktisch aus. Das heißt, in Prewave kann ich wirklich vollumfänglich diese verschiedenen Risiken erstens einmal identifizieren und danach auch bewerten. Das heißt, in dem Moment, wo wir wissen, wer die direkten Tier-1-Lieferanten unserer Kunden sind, da ist initial eine Liste, die erstellt wird. Diese Liste bekommen wir, können wir quasi vollautomatisch eine Risikoidentifizierung machen. Und das ist genauso, wie die Kollegin auch gesagt hat. Das heißt, in erster Linie schauen wir uns an, in welchem Land ist ein Lieferant und mit welchen Branchen, Industrien arbeitet ein Lieferant. Das sind die ersten Kriterien. Und basierend auf diesen Informationen kann man dann quasi ein weiterführendes Monitoring und ein historisches Screening machen. Das heißt, wir überwachen gewisse Lieferanten 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist ein Medienscreening und schauen uns an, was passiert alles auf der Welt, was diesen Lieferanten betrifft, im Zuge des LKSGs. Da gibt es ja gewisse Kriterien. Diese gesamten Informationen werden anhand von Scores auch angeliefert. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, wie steht es um meine Lieferanten und rutsche dann quasi in den Punkt 2 der Risikobewertung und Priorisierung. Das heißt, diese Scores werden summiert und ich kann herausfiltern, inklusive der Spend-Daten, wer sind denn meine risikobehaftetsten Lieferanten. Es geht hier wirklich um eine Filterung, dass ich mich nicht immer zu 100% um alle meine Lieferanten kümmern muss, sondern dass ich hier wirklich gemäß der BAFA-Handreichung, gemäß den ganzen Schritten, die mir auch empfohlen werden, ich mir hier wirklich einen Fokus setzen kann und sagen kann, wer sind meine risikobehaftetsten Lieferanten, warum sind sie risikobehaftet, was für Maßnahmen könnte ich hier einsetzen und rutsche hier quasi in den dritten Bereich, in den Maßnahmenplan, wo die Kollegen dann auch ins Spiel kommen. In Prewave können die verschiedensten Maßnahmen und Aktionen auch hinterlegt werden. Das sind Präventionsmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen. Und Prewave kann dann, das zeige ich dann auch nachher kurz auch in einer Demo, gibt dann auch Empfehlungen ab. Das heißt, wenn ich weiß oder wenn Prewave weiß, wie die einzelnen Eskalationsstufen ausschauen, können auch nachher quasi Empfehlungen abgegeben werden, was hier als nächstes passieren sollte, sollte wieder etwas passieren. Und das Ganze geht dann in den Punkt 4, in das Controlling und Berichterstattung. Da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis. Das heißt, wenn ich weiß, wer sind meine Lieferanten, wer sind meine risikobehaftetsten Lieferanten, wo habe ich eine Maßnahme gesetzt, möchte ich natürlich im Anschluss auch überprüfen, wirkt diese Maßnahme. Haltet sich mein Lieferant dran, hat er etwas geändert, verbessert sich meine Lieferkette. Und das Ganze muss natürlich auch in Prewave dokumentiert werden. Das machen wir natürlich selbstverständlich, um auch im Zuge dessen dann auch die Berichterstattung für die BAFA hervorzubringen. Und das Ganze geht dann quasi wieder von vorne los. Ich würde sagen, ich zeige das ein paar kleine Ausschnitte auch direkt in Prewave, wie das dann ausschaut. Und genau, schauen wir es uns mal an. So. Gut. Man sieht jetzt, glaube ich, meinen Bildschirm. Was man hier zum Beispiel sieht, in Prewave selber werden alle Lieferanten mit sogenannten Profilen auch dargestellt. Das heißt, ein Lieferant, also ein Company oder eine Factory, wird in einem Profil dargestellt und ich kann hier jederzeit quasi im Detail nachschauen, wie steht es um meinen Lieferanten. Hier haben wir ein gutes Beispiel, 3M, kennen die meisten aus dem Klebstoff-, Sprühdosen- und Halbleiterbereich. Und hier sieht man ganz klar, wie steht es um meinen Lieferanten. Der hat zum Beispiel 52 Punkte. In Prewave geht das Scoring von 0 besonders schlecht bis 100 besonders gut. Ich habe hier eben den Overall Score, sehe hier noch einmal, wie steht es um die einzelnen Teilbereiche bezüglich LKSG und kann hier wirklich nochmal ins Detail gehen und mir die einzelnen Scoring-Werte auch nochmal anschauen, woher kommt das Ganze. Beim Country Score, also diesem abstrakten Analyse, schauen wir uns natürlich eben den Länderscore an, anhand von verschiedenen Indizes, also eine Summe verschiedener Indizes und auch den Industry Risk Score. Der ist anhand von ISIC und NACE-Klassifizierungen, so wie es die BAFA auch gerne hat. Zusätzlich kommt eben dieser Alert Score dazu. Der Alert Score ist eben genau diese Mischung aus dem laufenden Monitoring, das heißt alle neuen Informationen, die reinkommen, Medienscreening und dergleichen, Twitter, YouTube, Social Media Daten, News-Daten, NGO-Daten und dergleichen werden hier gesammelt. Aber wir gehen in Prewave sogar einen Schritt weiter und das ist das, was auch
was auch der Philipp auch gesagt hat, wir gehen auch in der Geschichte zurück. Das heißt, wir schauen uns an, was ist in den letzten Jahren bezüglich den LKSG-Kriterien schon passiert, um diesen Score einfach zu erweitern und auch mehr Informationen zu liefern, wenn ich zum Beispiel einen neuen Lieferanten onboarden möchte, um hier einfach schon ein Gefühl zu bekommen, mit wem habe ich es hier zu tun. Das Ganze kann man natürlich dann in einer kompletten Analyse flächendeckend sich anschauen. Also ich kann mir immer einen Lieferanten einzeln anschauen, aber ich kann mir auch quasi alle Lieferanten zusammen anschauen. Macht natürlich Sinn. In der Regel hat man ja ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Lieferanten und möchte sich das flächendeckend anschauen. Was sehen wir hier zum Beispiel in einer Analyse? Ganz wichtig ist unsere Risikomatrix. Auf der Risikomatrix platzieren wir alle Lieferanten anhand ihres Risikos, aber natürlich auch anhand ihrer Spend-Daten. Spend-Daten sind wichtig, um quasi den Einflussfaktor auch zu berechnen. Es macht einen signifikanten Unterschied, ob ich einen Lieferanten zum Beispiel habe, der einen sehr, sehr schlechten Score hat, also ein hohes Risiko hat, wo ich aber vielleicht nur einmal im Jahr ein paar Handschuhe kaufe, oder einen Lieferanten habe, der einen sehr, sehr schlechten Score hat, aber ich mehrere Millionen an Spend-Daten hinterlege. Da ist der Einfluss recht groß und das ist eigentlich genau das, was die BAFA dann auch immer so schon sagt. Dort, wo ich Einfluss habe, soll ich Einfluss nehmen. Und da sind einfach diese Unterschiede, wie ich mit unterschiedlichen Lieferanten auch umgehe. Eine komplette Risikoanalyse, so muss ich es mal kurz wieder runterschieben, eine komplette Risikoanalyse würde dann so ausschauen, dass ich jederzeit in Prewave meine Lieferanten in das System laden kann. Also ich kann das in Kollektionen, in Warengruppen zum Beispiel aufteilen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte alle meine Lieferanten jederzeit durch die Analyse jagen. Also ich muss es zumindest einmal im Jahr machen. Ich kann es aber auch öfters machen und kann hier verschiedene Parameter noch setzen. Ich kann zum Beispiel hier auch noch meine Spend-Daten nochmal verändern. Ich kann das auch nochmal händisch nochmal adjustieren und kann einfach schauen, passt alles quasi vom Grundsetting her. Ich nehme dann die Lieferanten quasi in die Analyse mit rein, kann mir das hier dann nochmal auf der Risikomatrix dann reinladen. Das lädt jetzt dann nochmal rein und kann mir dann im unteren Teil auch nochmal anschauen, wer sind denn jetzt meine risikobehaftetsten Lieferanten und in welchen Bereichen sind die denn risikobehaftet. Hier haben wir zum Beispiel einen Lieferanten, GKN zum Beispiel, die sind in den Bereichen Human Rights, also Menschenrecht, Arbeitsrecht und Umweltrecht eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Aber im Bereich Labor Rights, also andersrum Labor Rights, haben sie einen sehr, sehr schlechten Score. Und auch da kann man quasi wieder reingehen und sich im Detail anschauen, was ist hier passiert, warum ist der Score in die Richtung gegangen. Das heißt, es macht einen signifikanten Unterschied, wo mein Lieferant auch wirklich eine kritische Maßnahme zu setzen hat. Und das Ganze kann ich dann quasi im Maßnahmenplan dann auch reinladen. Das heißt, meine Lieferanten sind jetzt quasi in weiteren Schritt gegangen. Und Prewave, so wie es am Anfang auch gesagt hat, Prewave gibt jetzt hier Vorschläge vor, was ich hier in welcher Eskalationsstufe als nächstes machen kann. Diese Vorschläge basieren zum Beispiel auf den Informationen von den Kollegen, die am Anfang quasi Empfehlungen abgegeben haben, wie die einzelnen Eskalationsstufen ausschauen sollen, wie die Maßnahmen ausschauen sollen und wann man diese Maßnahmen bei welcher Risikokategorie auch setzen muss. Das heißt, ich sehe hier auch, was habe ich als letztes gemacht, in welchen Eskalationsstufen habe ich mich öfters bewegt und was sollte ich als nächstes machen. Genau. Und da würden dann die Kollegen quasi mit den Maßnahmen dann auch weitergehen. Und wenn das erledigt ist, wäre am Schluss dann auch ein Reporting zu ziehen, was ich quasi in Prewave jederzeit machen kann. Perfekt. Dann springen wir noch mal kurz zurück ins Phasenmodell. Also wir haben jetzt die Risikoanalyse und die Risikopriorisierung in Prewave noch mal konkret gesehen. Und dann geht es quasi in die Maßnahmenthematik. Einmal Präventionsmaßnahmen, wenn ein Risiko aufgetreten ist, oder eben Abhilfemaßnahmen, wenn eine Verletzung aufgetreten ist. Wie gerade in Prewave schon gesehen, endet Prewave bei den Empfehlungen oder Maßnahmenvorschlägen. Was wir von Vadantic machen, ist die Maßnahmenvorschläge dann nehmen und Kunden individuell zu bewerten und auch anzupassen.
Das heißt, wir gehen in die ganzheitliche Maßnahmenplanung, also Definition von Maßnahmen, Umsetzung und dann auch noch Überprüfung, was toolseitig wiederum von Pre-Wave unterstützt werden kann. Wir wollten uns jetzt noch mal kurz Maßnahmen anschauen. Wie kann das aussehen in der Praxis? Die Maßnahmen erstrecken sich vom eigenen Geschäftsbereich bis hin zum Lieferanten. Ein Beispiel ist die Schulung von Mitarbeitenden im eigenen Unternehmen, um Bewusstsein zu schaffen. Auch kann der Fokus auf Einkaufspraktiken gelegt werden. Also beispielsweise können die Beschaffungsrichtlinien erweitert werden. Auch das gilt als Präventivmaßnahme. Beim Lieferanten kann die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zunächst mal vertraglich festgelegt werden, im Auswahlprozess schon, aber das Monitoring ist auch besonders wichtig. Also, dass das Unternehmen einen Maßnahmenplan hat, wenn ein Risiko oder eine Verletzung auftritt. Und da ist die Kollaboration dann mit den Lieferanten sehr, sehr wichtig. Da haben wir dann auch Teams, die vor Ort fahren von Valentic-Seite. Und typisch sind auch zum Beispiel Schulungen von Lieferanten als Präventivmaßnahme. Genau, das wären jetzt mal so beispielhafte Maßnahmen. Und damit haben wir auch den letzten Punkt unseres Phasenmodells erreicht. Genau, wir sind jetzt eigentlich einmal durchgegangen, wie man diese komplexen Anforderungen des LKSG in der Praxis umsetzen kann und das schrittweise machen kann, um das Ganze zu erleichtern. Und damit gebe ich auch zurück an die Nina. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Miriam. Vielen Dank, Natascha. Vielen Dank, Philipp. Und wir haben jetzt auch noch eine ganze Reihe Fragen im Chat, die ich euch natürlich noch gern stellen würde. Fangen wir mal an beim Herrn Bräutigam. Der fragt, ist die Ernennung des Menschenrechtsbeauftragten im LKSG verpflichtend? Die Frage kann ich direkt übernehmen, glaube ich. Dass es verpflichtend Menschenrechtsbeauftragter heißt, ist nicht so. Also das Gesetz sagt, das Unternehmen muss eine Person benennen, die für die Überprüfung der Einhaltung des Lieferkettengesetzes verantwortlich ist. Diese Person muss dann auch namentlich benannt werden und muss dann auch quasi dafür nicht gerade stehen, aber sie muss dafür quasi verantwortlich sein, dass das auch alles sauber abläuft. Ob das jetzt ein Menschenrechtsbeauftragter ist oder ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzbeauftragter, das ist kein Zwang. Es muss aber, wie gesagt, eine Person benannt werden, die den gesamten Prozess überschaut. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat noch die Frau Herzog die Hand gehoben. Ich würde sie jetzt mal einfach hier bei uns dazuschalten und dann könnten Sie noch kurz Ihre Frage stellen. Vielleicht doch lieber reinschreiben. Genau. Ja gut, dann, wenn Sie die Frage noch stellen möchten, dann bitte einfach in den Chat schreiben. Da machen wir mit den anderen Chatfragen einfach mal weiter. Da hast du schon ein bisschen was dazu gesagt, Miriam, aber die Frau Oldop fragt noch, beinhalten die Scores nur die LKSG-Kriterien oder noch weitere? Also wie gesagt, ein bisschen, was hast du ja schon gesagt, gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also per se kommt es immer darauf an, wo der Fokus liegt. Also wir können in Pre-Wave sehr viele Kriterien darstellen, also verschiedene Gesetze auch darstellen oder Disruptionsbereiche auch darstellen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man möchte. Beim LKSG empfiehlt sich hier, das Scoring sehr explizit zu halten, weil es hier einfach um ein Gesetz geht und daher auch eine Strafe dann gibt, wenn man sich nicht dran hält. Und wir arbeiten in Pre-Wave da mit Perspektiven. Also per se muss man uns oder mich nur wissen lassen, was man alles tracken möchte. Aber wenn es heute im Webinar geht um LKSG, wäre es halt in dem Fall die LKSG-Kriterien, die man hier trackt. Aber man kann es durchaus erweitern. Alles klar, vielen Dank. Dann denke ich auch, die nächste Frage wäre dann auch gleich an dich noch mal, Miriam. Wird bei Pre-Wave das Branchen- und Industrierisiko
mit in die Bewertung gezogen oder ist die Risikoanalyse hauptsächlich basierend auf der Location? Das Branchen- und Industrie, ich glaube, das ist eine Frage, die wurde vor dem Zeigen auch gefragt. Aber ja, die Branche und Industrie, also es wäre das Gleiche, Länder- und Industriescores werden auch ins gesamte Scoring mit einfließen. Also es wäre quasi der erste abstrakte Analyseschritt, der gemacht wird bei jedem Lieferanten. Und auf Basis von dem kann man dann quasi entscheiden, möchte man den Lieferanten auch im Monitoring haben und im historischen Screening, wo unsere KI dann quasi rausgeht, also unsere künstliche Intelligenz, um den Score zu erweitern. Also da gibt es verschiedene Scorings, die dann quasi einen Gesamtscore dann auch ergeben. Okay, dann haben wir noch eine Frage vom Herrn Eichhorn. Da geht es auch wieder um Pre-Wave. Bringt Pre-Wave für viele Lieferanten den Score schon mit aus der Datenbank oder kann der Score zum Beispiel für 3M für jeden Pre-Wave-Anwender anders aussehen? Das kann für jeden anders aussehen. Also die grundlegenden Informationen sind wahrscheinlich ident, also Länderscore und Industriescore. Und das laufende Monitoring und welche Risiken wie gewichtet sind, ist von uns quasi eine Empfehlung, wo wir auch ein Rechtsgutachten haben von Taylor Wessing. Das kann aber individuell nochmal angepasst werden. Also wenn ein Kunde eine Änderung wünscht, dann machen wir das auch und dann würde das Ergebnis auch anders ausschauen. Und das Ergebnis oder dieses Scoring kann ja auch dann noch durch Lieferanten Selbstauskünfte, also die Fragebögen auch erweitert werden und auch durch externe Daten, also über Schnittstellen ebenfalls erweitert werden. Und was ganz wichtig ist, die Spend-Daten sind für jedes Unternehmen komplett unterschiedlich. Daher ist der Einflussfaktor auch wieder anders zu berechnen. Das heißt, das grundlegende Profil, also Land und Branche ist für wahrscheinlich alle ident. Aber danach, desto granularer es wird, desto unterschiedlich wird das Profil für jedes Unternehmen, weil es einfach Unterschiede gibt anhand von Spend, anhand von externen Daten und auch Lieferanten, Selbstauskünfte. Da kann sich das Score einfach individuell nochmal verändern. Alles klar. Dann haben wir noch zwei Fragen zu Pre-Wave. Einmal, wovon die Kosten für Pre-Wave abhängig werden. Ich glaube, da freut sich unser Sales-Team, diese Fragen zu hören auch. Ja, relativ einfach zu erklären, auf Basis der Anzahl der Lieferanten. Also wir bieten ja initial die Möglichkeit, uns quasi alle Lieferanten zu liefern. Alle heißt auch der Blumenladen ums Eck zum Beispiel, der die Blumen ins Büro liefert, weil die BAFA da durchaus mehr als nur die wesentlichen Lieferanten im System haben wollen würde oder zumindest einen Score oder eine Bewertung dazu haben wollen würde. Und dann schaut man sich den Rest noch an. Aber im Prinzip grundlegend ist es die Anzahl der Lieferanten, die man im System haben möchte. Alles klar. Und noch eine Frage zu Pre-Wave. Wie geht das System mit den indirekten Lieferanten vor, also unseren allseits bekannten Tier-N-Lieferanten? Also Unternehmen, die man unter Umständen gar nicht kennt und mit denen keine direkten Vertragsbeziehungen vorhanden sind. Ja, mache ich gleich weiter, wenn es okay ist. LKSG bezieht sich initial auf die waagrechte Ebene, also auf Tier 1. Das heißt, meine direkten Lieferanten und also wirklich nur anlassbezogen auf die Tier-N-Struktur, also Tier 2, Tier 3, also auf den Lieferanten meines Lieferanten sozusagen. Das heißt, initial muss ich nur oder sollte ich grundlegende Wissen haben zu meinen Tier-1-Lieferanten, wer sind meine direkten Lieferanten, wo ich bestelle, wo ich meine Ware beziehe und gegebenenfalls kann man da auch in die Tiefe gehen, das bieten wir auch an. Also wir haben die Möglichkeit, in Pre-Wave die TN-Struktur nach unten zu gehen und auch hier ein Monitoring zu machen. Das wird vor allem für das europäische Gesetz noch interessant. Fürs LKSG ist es Tier 1, was wir uns anschauen. Und das können wir auf jeden Fall machen und weitergehen natürlich auch. Aber Tier 1 ist ganz, ganz wichtig. Alles klar, vielen Dank. Für die nächsten Fragen würde ich dann euch auch wieder noch ein bisschen mit reinholen, Philipp und Natascha. Die Frage vom Herrn Poolek, ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen, mit welchen Strafen ist denn zu rechnen? Gibt es da klare Definitionen aus dem Gesetz heraus, Beträge zum Beispiel? Ja, die gibt es, man muss aber unterscheiden. Also man wird jetzt nicht vom Gesetzgeber, nur weil einmal eine Verletzung in der Lieferkette, in seiner eigenen Lieferkette aufgetreten ist, direkt verurteilt.
hauptsächlich wird man dann darauf hingewiesen, doch Abhilfemaßnahmen zu schaffen, um das Problem zu beseitigen. Das heißt, der Fokus liegt auf Kooperation. Wenn das aber alles nichts hilft und wenn das Unternehmen tatsächlich grob fahrlässig handelt, dann hat der Gesetzgeber auch gewisse Strafen und Instrumente im Gesetz verankert. Das ist zum einen der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen für das Unternehmen, was für viele Unternehmen sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Zum anderen sind es aber auch Geldbeträge. Das hängt dann unter anderem auch von der Größe des Unternehmens ab und vom Umsatz. Im deutschen Gesetz sind jetzt so Staffelungen, sage ich mal, drin, also maximal oder der Höchstbetrag sind so 800.000 als Strafe. Wenn jetzt aber das Unternehmen wirklich groß ist, also wir sprechen jetzt von einem BMW, wir sprechen von einem Siemens, also wirklich große Unternehmen, die hier fahrlässig handeln, dann kann sich das Ganze sogar auf bis zu 2% vom Jahresumsatz ausweiten, was dann schon ein erheblicher Schaden wäre. Also ja, es gibt Strafen, sie sind nicht direkt von Anfang an, werden sie durchgesetzt, ist zumindest die Aussage aktuell. Und der Staat hat Mittel, um das durchzusetzen. Alles klar. Dann von der Frau Tomanek. Ab wann ist denn die Benennung für den Prozess des LKSG einer Person erforderlich? Vielleicht kann ich das übernehmen. Also jedes Unternehmen, das unter das LKSG fällt, also dieses Jahr alle mit 3.000 Mitarbeitenden und ab nächsten Jahr ab Tausenden, müssen quasi eine Person benennen. Vom Prozess her, jetzt nach dem Phasenmodell bei uns, ist es oft anfänglich im Risikomanagement aufgehängt, weil es da auch schon um die Definition der Verantwortlichkeiten geht und wird typischerweise da benannt. Genau. Alles klar, vielen Dank. So, ein paar Fragen haben wir noch. Da glaube ich jetzt auch wieder so ein bisschen eher in Richtung Miriam zu den Selbstauskünften. Da fragt der Herr Fürst nochmal, was wird da genau abgefragt und wie ist da die Möglichkeit, so eine Selbstauskunft zu bekommen? Also Selbstauskunft im Sinne von Fragebogen. Die sind Teil des Pre-Wave-Konzepts. Also es gibt die grundlegenden Selbstauskünfte, die man aus Pre-Wave auch ausschicken kann. Und da werden unterschiedliche Fragen. Also das ist jetzt von bis, das kann ich gerne mal in einem persönlichen Termin auch nochmal herzeigen, aber von bis wird abgefragt, inklusive auch Zertifikate. Es gibt zu den meisten Regelungen auch diverse ISO-Zertifizierungen, die da auch abgefragt werden. Wichtig ist auch, dass die Fragebögen auch in unterschiedlichen Sprachen sind, weil nicht jeder hat die Lieferanten auch in Deutschland sitzen. Und ja, der Lieferant kann das dann auch beantworten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Fragebögen in Pre-Wave zu haben. Also es gibt die Pre-Wave-Fragebögen, die allgemeinen Pre-Wave-Fragebögen, die haben den Benefit, dass wenn ein Lieferant das letzte Woche für einen anderen Kunden beantwortet hat, ich die Antworten dann auch gleich sehe als Kunde. Und es gibt auch die Möglichkeit, weitere Fragebögen quasi mit aufzunehmen, wenn man explizit in ein bestimmtes Thema auch gehen möchte. Also da ist man auch recht sicher unterwegs und auch wichtig, die Fragebögen werden natürlich auch immer wieder überprüft und adaptiert, je nachdem, wie die BAFA sich auch dieses Jahr dann auch nochmal darüber äußert. Genau. Da würde ich gleich noch eine Frage anhängen, weil der Herr Goliath noch fragt, wie hoch da der Aufwand der Lieferanten vor Ort ist. Also wie schätzt du den ein, den Aufwand der Lieferanten selbst? Ja, genau. Mhm. Minimalst muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Fragebögen, das sind Fragen von, sage ich jetzt mal, um die 10 Fragen, die sehr essentiell sind, sehr dynamisch aufgebaut sind. Also für alle, die in den letzten 30 Jahren den Führerschein gemacht haben, wissen ungefähr, was ein dynamischer Fragebogen ist. Je nachdem, wie ich antworte, kommt die Folgefrage. Ist relativ dynamisch aufgebaut. Wir haben auch AB-Tests gemacht. Also die Fragebögen sind schon so konzipiert, dass sie in einem Durch auch fertiggestellt werden können. Das kann auch im Pre-Wave getrackt werden, ob jemand noch dabei ist, es zu machen, ob die Fragebogen überhaupt angekommen ist und ob er auch abgeschlossen ist, der Fragebogen. Und der Vorteil bezüglich des Aufwands ist auch, dass ich habe ich 1000 Lieferanten im System, muss ich nicht 1000 Lieferanten-Fragebögen
oder mehr davon ausschicken, sondern kann mich wirklich nur auf die risikobehaftetsten Lieferanten fokussieren. Das heißt, habe ich 20 risikobehaftete Lieferanten, kann ich dann nochmal genau schauen, welchen Fragebogen ich an wen ausschicke und bin hier sehr explizit unterwegs. Das heißt, der Aufwand wird so minimal wie möglich gehalten und wir sind für unsere Kunden, aber auch für die Lieferanten sehr, sehr effizient unterwegs, auch was das Zeitliche betrifft. Okay, vielen Dank. Natascha und Philipp, dann würde ich den Ball nochmal auch zu euch spielen. Zum LKSG nochmal selber. Gibt es denn da schon Pläne, ab wann das für Lieferanten unter 1000 Mitarbeitern greifen wird? Wird das für Lieferanten unter 1000 Mitarbeitern greifen? Ob das für das deutsche, sage ich jetzt mal, ich schränke es mal aufs deutsche Lieferkettengesetz ein, ob das für Lieferanten unter 1000, Unternehmen mit unter 1000 Mitarbeitern greift, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aktuell ist es nicht festgehalten. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaut, das europäische Lieferkettengesetz zu Rate zieht, das aktuell noch im Verabschiedungsprozess quasi ist, dann wird es schon so sein, das ist zweigestaffelt auch, wie das deutsche Lieferkettengesetz, dass in der ersten Welle alles über 500 Mitarbeitenden, Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden in die Pflicht genommen werden und dann auch Unternehmen in der zweiten Welle über 250 Mitarbeitende. Ich denke, es wird, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es wird nicht dazu kommen, dass irgendwann Unternehmen mit vielleicht 5 oder 10 Mitarbeitenden hier so umfängliche Berichtspflichten haben werden. Das Paradebeispiel ist immer der Bäcker um die Ecke. Das sehe ich aktuell noch nicht, aber es geht auf jeden Fall deutlich weiter runter als die 1000 Mitarbeitenden. Wie gesagt, wenn das europäische Lieferkettengesetz kommt, was so sein wird, es wird kommen in den nächsten Jahren, dann geht es zumindest schon mal auf 250 Mitarbeitende als Grenze runter. Okay. Dann noch eine Frage, zu der vielleicht ihr drei euch auch ein bisschen äußern könnt. Gibt es denn aus eurer Sicht schon ein bisschen Erfahrungen seit der Geltung des LKSG für Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern? Also wie seht ihr das Stimmungsbild seit dem 01.01.2023? Magst du anfangen? Sollen wir? Mach ruhig mal ihr, ich bin gespannt. Ja, es ist schwierig. Wir haben jetzt in den letzten Monaten, auch des letzten Jahres gemerkt, dass immer mehr Unternehmen auch diese, ich will eigentlich nicht so viel Englisch, diese Awareness hatten für das Thema, also aufmerksam geworden sind und gemerkt haben, okay, wir müssen da was machen. Oftmals, wie ich es auch im Webinar oder im Vortrag schon gesagt habe, besteht schon ein Risikomanagement zu gewissen Aspekten, Teilaspekten im Unternehmen. Das heißt, der erste Aufsatzpunkt ist immer dann zu schauen, okay, wie können wir denn diese bestehenden Systeme nutzen, die ja auch in einer gewissen Weise gut funktionieren und da uns andocken. Das ist immer so die erste Hürde, die wir jetzt identifiziert haben. Und dann ist es tatsächlich auch diese Transparenz zu haben über die Lieferanten. Das ist bei vielen das Problem, wie jetzt auch schon in der Frage, glaube ich, in einer aufkam. Ja, meine Tier-1-Lieferanten, da habe ich Vertragsbeziehungen, die kenne ich gut. Aber was ist mit meinen Rohstofflieferanten oder meinen Tier-3, Tier-2-Lieferanten? Diese Frage kriegen wir auch häufig gestellt. Und der dritte Punkt, dann darfst du, Miriam, ist das Thema Organisation, das ich auch schon angesprochen hatte. Es besteht halt oftmals so eine unklare Verteilung im Unternehmen, haben wir jetzt festgestellt. Wer ist dafür zuständig? Auch eine Unsicherheit. Was bedeutet denn diese Zuständigkeit überhaupt für mich als Person? Und da Klarheit zu schaffen, ist auch somit so ein Kernthema immer für uns. Ich kann das eigentlich auch ein bisschen spiegeln. Wir hatten letztes Jahr, am Anfang des Jahres, war noch ein bisschen Herantasten an das ganze Thema. Ich hatte einige Kunden, die das eine Zeit lang probiert haben, selber zu machen. In der Regel haben die meisten dann die Erkenntnis, dass es unglaublich aufwendig ist und um einiges kostenspieliger ist, wenn man da mehrere Leute involvieren muss, als wenn man eine Software nimmt, die quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche das Ganze überwacht. Unsere KI fällt ein bisschen aus dem Arbeitsrecht raus, deswegen geht das. Und
Und wir merken, wir haben jetzt im Q4 jetzt auch gemerkt, wie die Dringlichkeit dann geworden ist, weil das Onboarding ist jetzt auch nicht von heute auf morgen erledigt. Das ist ja auch ein Prozess, den man mit einbedenken sollte, dass das ebenfalls mehrere Wochen auch beansprucht, wenn nicht ein paar Monate, je nachdem, wie viele Lieferanten wir hier haben. Aber der Vorteil ist, dass man wie bei den Kollegen und auch im Pre-Wave, es gibt immer ein Best Practice. Wir können, so jeder, der hier ist, kann quasi empfehlen, wie machen es andere Kunden, wie kann man etwas empfehlen, wie man schaut sich das nochmal an, wie groß ist das Unternehmen. Also man muss hier quasi nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sage ich jetzt mal, sondern quasi nur schauen, okay, was passt zu mir und sich da einfach Rat einholen. Also man merkt schon, die Dringlichkeit wird immer höher und desto Ende Jahres, also jetzt auch mit 23 nehme ich mal an, wird es auch da wieder eine Dringlichkeit geben und alle kommen auf den letzten Drücken nochmal drauf. Aber das ist halt so. Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen, die auch jetzt wieder so ein bisschen, glaube ich, eher in deine Richtung gehen. Miriam, wie sind dann so die Erfahrungen hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung? Also der Fragebögen der Systeme und der Systeme in einem Unternehmen, was sind da die größten Bremsen? Die zeitlichen Umsetzung von Fragebögen, also Ja. bezüglich Onboarding wäre es ganz, ganz explizit, dass wir innerhalb von 3 bis 4 Monaten das alles steht. Bezüglich der Fragebögen ist es so wie bei allen Maßnahmen, das ist ja nichts, was jetzt innerhalb von wenigen Tagen, wo man alle Eskalationsstufen einmal durchgeht, sondern das ist ja, es muss ja was passieren oder man muss quasi eine Vorahnung schon haben, dass der Lieferant womöglich eher mit Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel zu tun hat. Und diese Maßnahmen kommen nach und nach. Also ich muss nichts davon jeden Tag eine neue Maßnahme setzen, sondern es wird eine Maßnahme gesetzt, dann schaut man sich das an, wie reagiert der Lieferant darauf, arbeitet der mit einem zusammen, wenn nicht, muss ich eine Eskalationsstufe draufsetzen. Das ist ein Prozess, der über Monate, wenn nicht, man korrigiert es mich, aber auch über Jahre gehen kann. Also ich werde nicht von heute auf morgen einen Lieferanten offboarden, sondern das sind sehr, sehr viele kleine Schritte dazwischen, die man auch alle tun sollte, um auch BAFA-konform zu sein, weil das große Ganze, und das darf man eigentlich auch nicht vergessen, die BAFA will nicht, dass man jemanden offboardet, sondern die BAFA hätte gerne, dass man die eigene Lieferkette verbessert, nachhaltiger macht. Und das ist eigentlich das große Ziel. Das heißt, desto mehr ich hier auch tue und Einblick habe, desto besser ist es eigentlich auch. Alles klar. Dann noch die Frage von der Frau Rank. Ist das Programm ausschließlich auf das deutsche LKSG aufgerichtet oder auch auf das kommende europäische Gesetz und natürlich alle anderen Gesetze, die da so in Arbeit sind, unter anderem in Norwegen? Ja, auf alles, was man möchte. Also aktuell ist das LKSG natürlich brandheiß, aber auch das norwegische Gesetz ist ein Pendant dazu, was wir ebenfalls abbilden können, oder auch das Schweizer Gesetz im Konfliktmineralienbereich. Aber wie man es schon ein bisschen gesehen hat, im Bereich das europäische Gesetz sind wir gerade auch schon in Vorbereitung, wie ich auch das Thema TN auch schon angesprochen habe. Das können wir schon machen und das wird für das europäische Gesetz durchaus verpflichtend werden. Das heißt, ich habe dann wesentlich mehr Informationen abzuliefern als nur die T1-Struktur. Das heißt, wenn man sich jetzt schon mit dem LKSG gut auseinandersetzt, dann hat man wahrscheinlich für das europäische Gesetz eine gute Vorlage, um nicht ganz von Null starten zu müssen. Sehr gut. Dann noch von der Frau Horn. Wie sieht es also nochmal zu den Fragebögen, wie sieht es da bei der Lieferantenseite aus? Wer muss das beantworten auf der Lieferantenseite? Und müssen diese Fragebögen dann auch unterschrieben werden von den Lieferanten? Also von unserer Sicht her kommt drauf an. Ich weiß nicht, Philipp, Natascha, wie schaut es die Fragebögen bei euch da? Ja, also das ist, wer das im Unternehmen ausfüllt, es sollte eine Person sein, idealerweise natürlich die Person vom Lieferanten, die auch für dieses Thema Lieferkettengesetz benannt wurde und dafür die Verantwortlichkeit hat. Es kann aber auch beispielsweise der Leiter vom Kundenkontakt sein, vom Lieferanten her, oder der Geschäftsführer vom Lieferanten. Das ist nicht klar geregelt, aber es braucht halt eine verantwortliche Person, die dann auch die Richtigkeit der Daten quasi bestätigen kann. Genau, vielleicht noch dazu kurz.
in Pre-Wave werden die Kontaktdaten von Anfang an auch hinterlegt. Also das ist jetzt mehr als nur eine Info-Ad-Adresse, sondern da ist wirklich ein Name auch dahinter. Und selbst wenn diese Person den Fragebogen nicht ausfüllen kann, dann wird es halt an den nächsten, an den Solution Consultant oder dergleichen auch weitergeschickt. Also es gibt immer eine Person, die das auch wirklich erhält und man kann in Pre-Wave das dann quasi verfolgen. Ist es angekommen? Wird es bearbeitet? Ist jetzt gerade jemand bei Fragen dabei? Und ist es schon fertiggestellt? Und man kann auch automatisierte Reminder daran stellen. Also das Thema Fragebogen bzw. Maßnahmen ist schon sehr gut bei uns ausgearbeitet und kann alles quasi aus Pre-Wave angetriggert werden und sollte nur quasi im Onboarding gut formuliert werden und sich da auch Zeit genommen werden, damit man das klar strukturiert. Alles klar. Und dann noch letzte Frage, also last but not least, nochmal zu Pre-Wave. Tritt Pre-Wave direkt mit den Lieferanten in Kontakt oder läuft das alles über die KI? Es kommt jetzt darauf an, was man damit meint. Für die Datenerhebung, also um die verschiedensten Risiken zu identifizieren und die verschiedensten Events zu lokalisieren, das passiert vollautomatisch. Also in der Regel weiß ein Lieferant gar nicht, dass wir ihn 24 Stunden, 7 Tage überwachen, bis etwas passiert und dann man an ihn herantritt und sagt, hey, ich habe gesehen, ich weiß, da gibt es einen Newsartikel, gib mir mal dazu ein Statement ab. Das hat einfach den Vorteil, dass der Lieferant uns keine Daten liefern muss. Also wir sind nicht abhängig davon, dass der Lieferant uns initial Risikodaten anliefert, sondern wir können das vollkommen unabhängig erstellen. Für die Fragebögen im Anschluss, quasi als eine der ersten Maßnahmen, wenn man quasi einen gesammelten Score schon hat und man möchte einen Fragebogen beantwortet haben, da muss man dann schon mit dem Lieferanten in Kontakt treten, weil ja irgendwer das beantworten muss. Also der erste Teil nicht, der hat den Vorteil, dass das vollautomatisch passiert und man dann quasi wirklich wartet, bis die Informationen reinkommen. Aber für die Maßnahmen braucht es dann schon Kontakt. Das übernehmen auch, also das kann man auch über Pre-Öffnen lösen. Alles klar. Und jetzt ist tatsächlich auch nochmal eine Frage reingekommen vom Herrn Grase. Was wird denn passieren, wenn ein Unternehmen einen Lieferanten hat, der Verstöße begeht, aber wenn das Unternehmen dann von den Rohstoffen abhängig ist, seltene Erden, andere Rohstoffe? Ich denke, das ist auch nochmal eine Frage für die Runde. Wie seht ihr das? Ja, das ist sicherlich ein nicht so einfach zu beantwortendes Thema. Grundsätzlich, das Gesetz macht eine klare Vorgabe und sagt, erstens musst du schauen, dass du dieses Problem in den Griff bekommst bei deinem Lieferanten, zusammen mit deinem Lieferanten. Da sind mannigfaltige Möglichkeiten, die ja heute schon alle aufgezählt wurden, Schulungen oder vor Ort hingehen, wirklich hinzufahren zum Lieferanten physisch und dort die Prozesse aufnehmen und gemeinsam Prozessverbesserungen anzustoßen. Also auch klassisches Lieferantenmanagement. Wenn das aber alles nicht fruchtet und nicht funktioniert, dann kommt man wahrscheinlich nicht an den Punkt vorbei zu sagen, man pausiert die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten und sucht einen Alternativlieferanten für das entsprechende Produkt, für den entsprechenden Rohstoff, wenn hier eine Verbesserung absolut nicht möglich ist von Seiten des Lieferanten. Ja. Miriam, irgendwas zu ergänzen? Ja, was ich auch immer gerne sage, ist, genauso wie du es auch gesagt hast, es geht in erster Linie darum, einer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Das heißt, ich muss dokumentieren können, dass ich alles getan habe, um eine Verbesserung einzuleiten. Ich habe Fragebögen hingeschickt, die wurden mehrfach nicht beantwortet. Ich habe versucht, eine Schulung zu machen. Ich habe versucht, ein On-Site-Audit zu machen. Ich habe das und das gemacht. Und das sind alles Faktoren, die natürlich dann mit reinspielen, ob man den jetzt offboarden muss oder nicht, weil es gibt natürlich Extremsituationen, wo ich hoffe, dass niemand hinkommt, wo es vielleicht gar nicht mehr geht, dass man den offboardet, weil man dann quasi das eigene Unternehmen schadet. Aber dann hat man trotzdem gegenüber der BAFA einer Sorgfaltspflicht ist man da trotzdem nachgekommen, weil man alles getan hat, was einem möglich ist. Also wenn man jetzt einmal einen Fragebogen hinstellt und sagt, ja, er hat mir nicht geantwortet, dann ist das nicht ausreichend, das kann ich gleich sagen. Aber es geht halt wirklich um eine Sorgfaltspflicht und da sollte man im höchsten Maße dem nachkommen. Alles klar, gut. Dann sind wir ja recht pünktlich fertig geworden. Es ist genau 14 Uhr. Dann bedanke ich mich herzlich, natürlich vor allem bei euch, Miriam, Natascha und Philipp,
Und auch bei allen, die da waren und heute, wie gesagt, eine Stunde Zeit mit uns verbracht haben. Wünsche noch einen schönen Nachmittag und möchte mich noch kurz korrigieren. Unsere liebe Miriam ist natürlich nicht nur Account Executive bei uns, sondern auch Head of SMEs. Das ist mir leider empfallen. Ja, culpa. Und ja, gut, dann schönen Nachmittag noch zusammen und hoffentlich bis zum nächsten Pre-Wave-Webinar. Und danke auch dir, Nina. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao.